Nicht immer teilen die eigenen Freunde oder Verwandten denselben Traum wie ihr, und zwar eine Reise nach Korea. Nicht immer hat jemand Zeit oder auch Geld im gleichen Zeitraum wie ihr. Deshalb wollen wir euch in diesem Video zeigen, wie ihr eine Reisebegleitung für Korea findet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und Anna. Obwohl Korea ja so ein tolles Land ist, was so unglaublich viel zu bieten hat, denken immer viele Leute oder die verknüpfen das immer nur mit K-Pop und K-Drama und die denken, dass sich komplett alles in diesem Land nur darum dreht. Das ist aber definitiv nicht der Fall, denn in Los Angeles zum Beispiel dreht sich ja auch nicht alles nur um Hollywood. Das Land hat eine ganz eigene Kultur und hat wirklich sehr viel zu bieten. Deshalb ist es auf jeden Fall eine Reise wert. Bevor wir euch sagen, wo ihr eine Reisebegleitung findet, solltet ihr einiges beachten. Also ihr müsst euch auf jeden Fall erstmal Gedanken machen, was wollt ihr überhaupt für eine Reisebegleitung haben. Ihr könnt natürlich jemanden in Deutschland finden, dann könnt ihr jemanden in Korea finden, also einen Koreaner oder eine Koreanerin, die ihr dann dort trefft. Ihr könnt aber auch natürlich ganz international suchen. Das bedeutet, dass ihr halt, weiß ich nicht, jemanden zum Beispiel aus England findet, mit dem ihr dann Kontakt aufnehmt und ihr dann eure Reisedaten abstimmt. Das heißt allerdings, dass ihr euch erst in Korea treffen könnt. Und ja, das ist natürlich nicht so komfortabel, wie wenn ihr jemanden in Deutschland findet und zum Beispiel auch schon vom gleichen Flughafen dorthin fliegen könnt, dann ist man vielleicht fühlt man sich ein bisschen sicherer. An dieser Stelle wieder ein Vorsicht, denn es ist natürlich nicht ungefährlich, eine fremde Person zu treffen, egal aus welchem Land diese Person kommt. Deshalb müsst ihr auf jeden Fall einiges beachten, vor allen Dingen wir als Frauen sind immer ein bisschen gefährdet. Und ich glaube, wir haben alle schon irgendwelche Horror-Stories gehört. Oder auch erlebt. Von solchen Internetbekanntschaften. Deshalb wird euch Anna jetzt sagen, was ihr da im Vorfeld erstmal beachten müsst. Ja, also ich informiert möglichst viele Freunde natürlich und auch die Familie über euren Treffen mit dieser fremde Person. Ja, geht am liebsten mit einer Freundin zusammen zum Treff. Dann vielleicht wird sie auch eine andere Meinung haben und sagen, was sie bemerkt hat. Und vergisst nicht, euren Standort zu teilen mit euren Freunden oder eurer Familie, damit die immer wissen, wo ihr seid und wie es euch geht. Immer auch sagen, ne, mir geht's gut. Ich habe diese Person getroffen, alles ist in Ordnung. Das ist super wichtig, finde ich. Finde ich, am besten ist, wenn man sich da trifft, wo viele Leute sind. Ja. Also im Cafés oder so oder sogar in meinem Einkaufszentrum. Also solche Plätze hätte ich auf jeden Fall ausgewählt. Man weiß nie im Leben. Ich denke, ich gucke auch zu viele Krimis an, aber Leute, es ist immer wichtiger, vorsichtig zu sein. Man sollte natürlich nie nach Hause zu jemandem fahren. Ja, ich kann nichts dazu sagen. Ich meine, das war auch logisch. Ja, mach vielleicht auch einen Videocall mit dieser Person im Voraus, damit ihr weißt auch, wie sie aussieht, wie sie reagiert, und ob wie sie sich benimmt. Ist. Ob es eine Frau ist, genau. Also, ja, es ist eine gute Idee, finde ich. Also jeder hat auch eine unterschiedliche Einstellung, aber ich sage ganz ehrlich, ich habe so viele cringe Sachen erlebt in meinem Leben. Erstens würde ich euch sagen, reist nur unter Mädels. Ja. Also selbst wenn ihr den nettesten Jungen da irgendwie trefft, der mit euch nach Korea reisen will, ihr wisst nie, was der für Absichten hat. Man muss einfach aufpassen als Frau. Hier in Deutschland könnt ihr machen, was ihr wollt, aber wenn ihr mit einer Person ins Ausland fahrt, ist das immer noch mal eine andere Sache. Deshalb Mädels, bitte passt auf euch auf. Okay, bevor wir jetzt gleich anfangen mit den Tipps, stellt bitte sicher, dass ihr unseren Kanal abonniert habt und aktiviert auch vielleicht direkt die Glocke, denn nur dann seid ihr wirklich tipptopp vorbereitet auf eure Korea-Reise, denn wir sammeln alle Informationen, die es überhaupt gibt im Internet und stellen euch die zur Verfügung, auch in Deutsch, denn das ist auch nicht immer gegeben, das meiste ist nämlich leider immer auf Englisch. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, um so einen Partner zu finden. Also die Links habt ihr immer in der Infobox. Anna ist super nett und schreibt das immer da unten. Für Deutschland, also Deutsche, es gibt mehrere Facebook-Gruppen, zum Beispiel Korea-Gruppenreisen oder BTS Army Freundschaftskreis, Tandem Koreanisch-Deutsch, BTS,
Germany Fancafé. Also voll viele auch noch K-Pop to Germany und so weiter. Also such ein bisschen und ihr findet bestimmt die Person, mit dem ihr nach Korea reisen könnt. Und die beste Gruppe von denen ist die erste, die Anna genannt hat, dieses Korea-Gruppenreisen. Denn die ist wirklich spezifisch nur für diese Reisen nach Korea gedacht. Die anderen sind ja mehr so K-Pop-Fangruppen irgendwie. Ne? Da kann man natürlich auch gut jemanden finden. Vor allen Dingen wisst ihr dann auch, dass das eine Person ist, die an K-Pop zum Beispiel interessiert ist. Und dann könnt ihr auch ein bisschen gemeinsam was diskutieren. Ne? Ja, und ihr könnt dann einfach euren Reiseverlauf ein bisschen besser planen, wenn ihr dann mehr so BTS-Café oder so besuchen wollt. Ja, cool. Deshalb ist das immer ganz gut. Dann gibt es internationale Facebook-Gruppen, zum Beispiel Friends Who Like Korea, Hashtag Korea, Korean Culture, Language and Friendship Group und Travel Buddies Korea. Ja, das findet ihr alles in Facebook und wenn ihr kein Problem mit Englisch habt, was eigentlich in Deutschland nicht der Fall ist, alle können Englisch, könnt ihr da auch einige Personen finden. Ja. Da bitte dann auch wieder sehr vorsichtig sein. Also wenn ihr wirklich den Anspruch habt, dass ihr unbedingt eine internationale Reisebegleitung haben möchtet, ist dagegen natürlich nichts einzuwenden. Aber es ist halt schwierig, weil man meistens nicht die Möglichkeit hat, sich vorher mal zu treffen, bevor diese Reise losgeht. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil selbst wenn man sich sehr gut versteht, nicht jeder ist auch der passende Reisebegleiter, weil Leute machen auf unterschiedliche Art und Weise Urlaub. Es gibt zum Beispiel Leute, die wollen halt eher alles sehr entspannt angehen und viele Pausen machen. Und dann gibt es Leute, die wollen durchpowern und möglichst viel sehen. Und solche Sachen muss man halt im Vorfeld auch immer klären, bevor man sich dann dazu entscheidet, da zusammen hinzureisen, nur weil man BTS-Fan ist. Ich bin durchpowert, deswegen hätten wir super gut miteinander gepasst. Ich kann es nicht haben, wenn jemand im Urlaub bis 12 Uhr pennen möchte. Nee. Okay, weiter geht's. Die nächste Sache, da freue ich mich richtig, euch das vorzustellen, denn das ist eigentlich durch Zufall entstanden. Uns haben nämlich mehrere Mädels angeschrieben auf Instagram, dass die unsere Videos angeschaut haben und uns gefragt, ob wir denen irgendwie helfen könnten, weil die auch eine Reisebegleitung suchen. Und dort haben wir einige Mädchen auch miteinander verknüpfen können, also haben dort einen Kontakt aufgestellt. Und dann hat die liebe Benita, so heißt sie auf Instagram, eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Also die ist wirklich super, super lieb. Da bräucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Die wird euch auch sicherlich antworten. Die Gruppe, die sie gegründet hat, ist eine WhatsApp-Gruppe. Die ist zwar privat, aber ihr könnt sie bestimmt gerne einfach auf Instagram anschreiben. Wir verlinken ihr Profil unten in der Infobox. Einfach eine kurze Nachricht schreiben. Dann wird sie euch eine Einladung schicken für diese WhatsApp-Gruppe. Bitte beachtet, dass diese WhatsApp-Gruppe das primäre Ziel hat, eine Reisebegleitung zu finden und auch generell über Korea zu reden. Aber das ist keine K-Drama- oder K-Pop-Gruppe, also bitte nicht spammen mit euren BTS-Fotos und so. Ja, achtet da natürlich immer drauf, wenn die Leute sagen, die möchten sowas nicht haben in der Gruppe, dann bitte macht das auch nicht, weil sonst werdet ihr da höchstwahrscheinlich einfach rausgeschmissen. Deshalb bitte, bitte beachtet immer die Regeln. Das Gleiche gilt auch für die Facebook-Gruppen. Ja, es gibt noch andere Webseiten, die man auch nutzen kann. Zum Beispiel die Reisepartner gesucht. Ja, den Link dafür ist wieder in der Infobox. Wir kennen eigentlich niemanden, der bis jetzt jemanden da gefunden hat, weil die meisten Menschen, die da sind, sind ältere Männer. Ja, die meisten davon benutzen diese Plattformen und nicht Leute von 20, 30 Jahre alt. Deswegen, ja, wenn ihr ein alter Mann finden würdet, dann gerne da drauf. Aber könnt ihr das ausprobieren. Ja, genau. Ja, die letzte Möglichkeit für heute, die wir euch vorstellen, das sind einmal so koreanische Apps und Webseiten, die man nutzen kann. Also zum einen Meef, ich glaube, das kennt mittlerweile jeder. Ist ja ursprünglich eigentlich eine App, um Kontakte herzustellen, um Freunde zu finden in Korea. Und dann gibt es noch eine Seite, also das ist eine Internetseite, meetup.com heißt die. Die wirbt auch damit, dass man dort koreanische Freunde finden kann. Ich sage euch aber direkt, das sind Seiten, die sind vielleicht ursprünglich dafür gegründet worden, die sind aber total abgedriftet in diese Dating-Schiene. Ja. Deshalb, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, da was Seriöses zu finden und Vertrauenswürdiges, weil ich habe einfach schon so viele Horror-Stories gehört von Leuten, die einfach so einen kleinen Fetisch haben auf nicht
koreanische Frauen, sagen wir mal so, die sich dann dort auf diesen Seiten rumtreiben und dort weiß man auch nie, wie alt sind die Leute wirklich und vielleicht sind die verheiratet oder so, man weiß es halt nie. Deshalb passt da auch bitte auf und selbst wenn man denkt, man schreibt mit einer Frau, kann da trotzdem auch immer ein Mann hinterstecken. Wie überall irgendwie, ne? Wie überall. Deshalb bitte wirklich überall immer diese Tipps beachten, die wir am Anfang gesagt haben, damit ihr wirklich auf der sicheren Seite seid. Weil ja, als Frau hat man es einfach schwierig auf dieser Welt mit allen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, ja, jemanden zu finden, mit dem man verreisen könnte. Das waren alle Seiten, wo ihr eine Reisebegleitung finden könntet. Aber, und jetzt kommt's, ihr könnt natürlich auch dieses Video dafür nutzen. Denn ihr könnt einfach die Kommentarfunktion unter diesem Video benutzen, euch dort einfach einmal kurz vorstellen und sagen, wo man euch denn finden kann, also Instagram, Facebook und so weiter. Bitte aber nur den Namen angeben von euch und nicht den Link zu eurem Profil, weil YouTube sperrt das manchmal. So wie ein Spam-Verdacht. Genau, das machen nicht wir, sondern YouTube selbst. Deshalb, ja, damit, wenn ihr wollt, dass andere Leute das auch sehen, bitte einfach nur den Namen angeben und dann könnt ihr dort Kontakt aufbauen. Und ja, ansonsten könnt ihr uns auch natürlich immer gerne bei Instagram schreiben, wenn wir wissen oder gerade im Kopf haben, dass jemand noch eine Reisebegleitung sucht, dann stellen wir da einen Kontakt her. Das hat ja bis jetzt auch immer ganz gut geklappt bei uns mit anderen Mädels. Ich glaube, 2 oder 3 Mädels konnten wir schon helfen, eine Reisebegleitung zu finden. Und vergesst auch bitte, bitte nicht, unseren Kanal hier zu abonnieren, denn wir werden euch auch über die aktuelle Corona-Lage informieren und euch sagen, wann es wieder möglich ist, ohne Probleme nach Korea zu reisen. Und sieht so aus, dass es bald möglich sein wird. Deswegen. Genau. Jetzt gerade lohnt es sich einfach nicht. Aber dann habt ihr umso mehr Zeit, um eure Reise zu planen. Schaut bitte alle Videos an, die in dieser Playlist sind, Korea-Reisevorbereitung. Denn dort habt ihr alle Tipps und wenn ihr euch das alles angeschaut habt, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und fühlt euch auch bestimmt sicherer, wenn es um eure Korea-Reise geht. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Und natürlich drücke ich euch die Daumen, dass ihr eine Reisebegleitung findet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wir sehen uns. Danke fürs Anschauen. Tschüss. Bye. Das ist das letzte Mal. Du weißt noch, wo wir stehen geblieben sind, ne? Ja, so in der Art. Na, dann wird sie hier euch, dann wird, mein Gott. Ja, ja, ne?